Ich bin Liz. Ich bin die Schöpferin von The Mublis. Also willkommen zu der Insel des Lächelns, der Heimat vieler Kreaturen und vieler Charaktere, Kreaturen wie die Wibbles. Ich zeige dir heute, wie du 4 der Wibbles zeichnen kannst, viele verschiedene Farben. Also besorg dir etwas zum Malen. Fangen wir an. Dort sind also 4 Wibbles, die alle aufeinander balancieren und denken, ja. Für diese Zeichnung brauchst du einen Bleistift, vielleicht einen Radiergummi, einen schwarzen Stift und etwas zum Kolorieren. Ich benutze diese großen, dicken Marker, aber du kannst alles benutzen, was du willst, wie Buntstifte oder Bleistifte oder alles andere, was du hast. Sogar Farbe. In Ordnung. Okay, fangen wir an zu zeichnen. Du kannst dein Wibble zuerst umreißen, aber ich werde direkt mit meinem schwarzen Stift zeichnen. Die Wibbles leben also auf dem Wobble Mountain. Natürlich tun sie das. Sie haben kleine Ohren, also fang oben auf deinem Blatt so an. Und sie sind ziemlich pelzig. Du zeichnest also 2 kleine Ohren und dann das gleiche auf beiden Seiten. Und dann wird dieser Wibble Arme haben, weil er balanciert. Also zeichnest du eine kleine Pfote dort. Eine weitere an der Seite und dann geht der Körper den ganzen Weg so nach unten. Geht doch. Und dann balancieren sie gerne und haben Spaß. Das ist also das andere Bein dort. In Ordnung. Zeichnen wir ihre Augen. Ein kleines rundes Auge, ein etwas größeres. Eine kleine Nase. Male es aus. Lass dort ein kleines schwarzes Stückchen stehen. Und dieser Wibble hat sein Maul ganz weit aufgerissen. Mit 2 Zähnen. Male den Mund aus. Und dort die Punkte für die Augen. Wenn du die Seite des Mundes krümmst, dann sieht er ein bisschen fröhlicher aus. Er sieht ein bisschen überrascht aus. Okay, da wir gerade von Überraschung sprechen, lass uns den anderen Wibble zeichnen. Der Fuß dieses Wibbles balanciert also auf dem Kopf des anderen Wibbles. Ungefähr so. Da hast du's. Kleine Ohren und dann die gleiche Art von Form. Aber dieser Wibble sitzt. Also werde ich eine Pfote so zeichnen, eine andere dort. Und lass uns das gleiche dort machen. Ein etwas größeres Auge. Nicht ganz so glücklich darüber, dass er den Fuß eines Wibbles auf dem Kopf hat. Er ist ein bisschen überrascht. Vielleicht mit einem leicht geöffneten Mund. Okay, lass uns den anderen zeichnen. Also, der andere Wibble wird, beginne das Ohr einfach. Dort unter diesem. Geht Ringscherum und dann. Er balanciert. Und zeichne einfach seinen Körper. Und dann noch ein Bein. Oh! Ich habe nur eines, das in der Luft ist. Also sehr.
Sie balancieren gerne. Ja. Jetzt lass uns die Augen malen. Es ist also ein rundes großes Auge und ein kleines auf dieser Seite. Kleine Nase. Die Nase braucht das kleine weiße Stückchen. Ich verpasse diesem Wibbler ein breites Lächeln mit 2 Zähnen, die herausragen. Und schließlich wollen wir noch ein Wibble, das genau dort unten ist. Er hält aus. Es balanciert auf seinem Kopf. Ich habe also das andere Ohr dort. Und eine Pfote dort. Man kann die Möwen hören. Und diese eine Pfote dort. Ein kleines Auge, ein großes Auge. 2 Pünktchen. Nase. Die gleiche Art von. Nicht alle Wibbles haben 2 Zähne. Manchmal haben sie nur einen. In Ordnung. Ich habe also alle meine Wibbles verbunden. Ich werde aber kleine schwarze Linien machen, als ob sie balancieren. Und lass uns diesem eine Gedankenblase geben. Dort kannst du etwas hineinschreiben. Was denkst du, woran dieser Wibble denkt? Aber lass sie uns ausmalen. Wibbles gibt es in allen möglichen Farben, genau wie die Mubbles. Ich werde für dieses Wibble ein schönes Rosarot nehmen. Verwende das spitze Stück dort, das scharfe Stück, um all die winzigen, die Arme und die Ohren auszumalen. Das ist ein Wibble. Klingt wie ein Zungenbrecher. Okay, machen wir diesen Wibble. Lass uns diesen blau machen. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, dass es perfekt wird. Ich finde, es sieht ganz nett aus, wenn ein paar kleine weiße Stellen vorhanden sind. Und welche Farbe? Nehmen wir grün. Jetzt, zu guter Letzt, machen wir diesen hier orange. Na, da haben wir es doch. Das ist der orangefarbene. Jetzt werde ich werde diesen blauen Stift verwenden.
Und genau dort, wo die kleinen Füße aufeinander liegen, nimmst du deinen Stift und schattierst ein wenig. Siehst du das? Es sieht irgendwie so aus, als ob es ein wenig Tiefe verleiht. Es sieht so aus, als ob sie wirklich oben auf ihm sind. Dort auf seinem Kopf. Das gleiche hier. Balancierend. Und dann kannst du das gleiche darunter machen. Na, da haben wir es doch. Ich werde das also unausgefüllt lassen. Vielleicht fällt dir etwas ein, was du in die Gedankenblase der Wibbles schreiben könntest. Was denken Sie? Wahrscheinlich etwas sehr Fröhliches wie, ja. Na, da haben wir es also doch, alles erledigt. 4 Wibbles, die aufeinander balancieren und eine tolle Zeit haben. Ich hoffe, du hast Spaß daran, zu lernen, wie man einen Wibble zeichnet. Brilliant!